Lektion 1: Unterstützung anfordern. Hallo Anna, ich brauche Hilfe beim Ausfüllen dieses Formulars an der Rezeption. Könnten Sie mir weiterhelfen? Hallo John, klar, ich helfe gerne weiter. Was scheint das Problem zu sein? Nun, bei einigen Abschnitten dieses Formulars bin ich mir nicht sicher. Kannst du mich da durchgehen? Natürlich. Fangen wir mit dem ersten Abschnitt an. Es fragt nach Ihren persönlichen Daten. Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen, Ihr Geburtsdatum und Ihre Adresse ein. Okay, ich hab's. Nun, im nächsten Abschnitt geht es um die Kontaktdetails für Notfälle. Was soll ich hier schreiben? Sie müssen den Namen, die Beziehung und die Kontaktnummer einer Person angeben, die im Notfall erreichbar ist. Normalerweise ist es ein Familienmitglied oder ein enger Freund. Danke, das habe ich ausgefüllt. Jetzt gibt es eine Abteilung, in der nach meinem Besuchszweck gefragt wird. Soll ich es kurz erwähnen? Ja, beschreiben Sie einfach kurz, warum Sie uns besuchen, zum Beispiel ein Geschäftstreffen, einen Urlaub oder einen Arzttermin. Perfekt, ich habe diesen Teil abgeschlossen. Jetzt sehe ich einen Abschnitt für zusätzliche Kommentare. Muss ich hier etwas schreiben? Es ist optional, aber wenn Sie spezielle Wünsche oder spezifische Informationen haben, die Sie hinzufügen möchten, können Sie es dort schreiben. In Ordnung, das mache ich sofort. Schließlich gibt es unten ein Unterschriftsfeld. Soll ich es jetzt unterschreiben? Nein. Sie müssen es persönlich an der Rezeption unterschreiben. Dies ist vorerst nur ein Platzhalter. Ich verstehe. Ich danke dir vielmals für deine Hilfe. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Du bist willkommen. Ich freue mich, dass ich dir weiterhelfen konnte. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie bei etwas anderem Hilfe benötigen. Klar, das werde ich. Danke nochmal. Hab einen schönen Tag. Lektion 2: Kochkurse erkunden. Hallo Anna, hast du schon einmal einen Kochkurs besucht? Ich bin daran interessiert, neue Rezepte zu lernen. Hallo. Ja, ich habe ein paar Kochkurse besucht und sie haben viel Spaß gemacht. Es stehen viele Optionen zur Verfügung. Für welche Art von Küche interessieren Sie sich? Ich bin offen dafür, verschiedene Küchen auszuprobieren, aber ich wollte schon immer lernen, wie man italienische Gerichte zubereitet. Kennst du gute italienische Kochkurse? Unbedingt. In der Innenstadt gibt es eine beliebte Kochschule, die italienische Kochkurse anbietet. Sie vermitteln traditionelle Techniken der Nudelherstellung und köstliche Saucen. Das klingt fantastisch. Ich liebe Nudelgerichte. Kannst du mir mehr über den Unterricht erzählen? Wie lange dauern sie normalerweise? Der Unterricht dauert in der Regel etwa 2 bis 3 Stunden. Während dieser Zeit lernen Sie, eine komplette italienische Mahlzeit von Grund auf zuzubereiten, einschließlich Vorspeisen, Hauptgerichten und Desserts. Das ist großartig. Ich freue mich darauf zu lernen. Sind die Kurse für Anfänger wie mich geeignet? Ja, das sind sie. Die Kurse sind für alle Könnerstufen konzipiert, sodass Sie sich auch als Anfänger wohlfühlen und in Ihrem eigenen Tempo lernen können.
Das ist beruhigend. Wie viel kosten diese Kurse normalerweise? Ich möchte sicherstellen, dass es zu meinem Budget passt. Die Kosten variieren je nach Klasse und Schule. Im Durchschnitt können Sie jedoch damit rechnen, etwa 50 bis 100 US-Dollar pro Klasse zu zahlen, einschließlich aller Zutaten und Materialien. Das ist vernünftig, wenn man die Erfahrung und das Wissen bedenkt, das ich sammeln werde. Gibt es ein Mindestalter für diese Kochkurse? Die meisten Kochschulen haben ein Mindestalter von 16 oder 18 Jahren, aber erkundigen Sie sich am besten bei der jeweiligen Schule, an der Sie interessiert sind, um sicherzugehen. In Ordnung, das mache ich. Danke für die Information. Ich freue mich sehr darauf, mich für einen italienischen Kochkurs anzumelden. Lektion 3: Bereite dich auf Regentage vor. Hallo Anna, ich habe gehört, dass die Wettervorhersage für morgen Regen vorhersagt. Was muss ich tun, wenn ich Pläne für den Außenbereich habe? Hallo John. Wenn Regen zu erwarten ist, ist es ratsam, einen leichten Regenmantel oder einen Regenschirm mitzubringen. Auf diese Weise bleiben Sie trocken und können Ihre Aktivitäten genießen. Das ist eine gute Idee. Ich werde sicherstellen, dass ich einen Regenschirm in meine Tasche packe. Sollte ich auch wasserdichte Schuhe tragen? Es wäre eine gute Idee, besonders wenn Sie viel laufen werden. Wasserdichte Schuhe halten Ihre Füße trocken und beugen Beschwerden vor. Toller Rat. Wie wäre es, mein Telefon und andere elektronische Geräte vor Nässe zu schützen? Sie können eine wasserdichte Handyhülle oder eine Plastiktüte verwenden, um Ihr Telefon vor Wasserschäden zu schützen. Vorsicht ist immer besser als Nachsicht. Das ist klug. Ich suche nach einer wasserdichten Hülle oder verwende eine Plastiktüte, um mein Handy trocken zu halten. Gibt es noch andere Vorsichtsmaßnahmen, die ich treffen sollte? Ja, es ist eine gute Idee, die Wettervorhersage regelmäßig zu überprüfen, insbesondere wenn Sie Pläne für den Außenbereich haben. Auf diese Weise können Sie sich im Voraus vorbereiten. Das macht Sinn. Ich werde die Wetterupdates im Auge behalten, um auf dem Laufenden zu bleiben. Gibt es noch etwas, das ich beachten sollte? Eine weitere Sache, die Sie beachten sollten, ist, zusätzliche Zeit für den Pendelverkehr oder Reisen einzuplanen, wenn es regnet. Der Verkehr ist möglicherweise dichter und die öffentlichen Verkehrsmittel sind möglicherweise langsamer. Das werde ich im Hinterkopf behalten und entsprechend planen. Danke für die hilfreichen Tipps. Ich weiß das zu schätzen. Du bist willkommen. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Denken Sie daran, vorbereitet zu sein, sorgt dafür, dass Sie ein angenehmes Erlebnis haben, egal ob Regen oder Sonnenschein. Absolut. Nochmals vielen Dank. Ich werde auf jeden Fall Ihren Rat befolgen und für diese Regentage bereit sein. Lektion 4: Produktivität steigern. Hallo Anna, ich habe festgestellt, dass die Gesamtproduktivität in unserem Team in letzter Zeit gestiegen ist. Das ist wunderbar. Haben Sie einen Rat für jemanden, der seine Produktivität steigern möchte? Hallo John. Absolut, ich habe ein paar Tipps, die helfen könnten. Zunächst ist es wichtig, Aufgaben zu priorisieren und eine To-Do-Liste zu erstellen. Auf diese Weise können Sie sich zuerst auf die wichtigsten und dringendsten Aufgaben konzentrieren. Das klingt nach einer guten Strategie. Ich fange an, meine Aufgaben zu organisieren und eine To-Do-Liste zu erstellen. Was kann ich noch tun, um produktiver zu sein? Ein weiterer hilfreicher Tipp ist, Ablenkungen zu minimieren.
Schalten Sie Benachrichtigungen auf Ihrem Telefon oder Computer aus und suchen Sie sich eine ruhige Arbeitsumgebung, in der Sie sich ohne Unterbrechungen konzentrieren können. Das macht Sinn. Ich werde dafür sorgen, Ablenkungen zu vermeiden und ein konzentriertes Arbeitsumfeld zu schaffen. Irgendwelche anderen Vorschläge? Ja, regelmäßige Pausen sind für die Aufrechterhaltung der Produktivität unerlässlich. Kurze Pausen können helfen, den Geist zu erfrischen und Burnout vorzubeugen. Versuchen Sie, schnelle Dehnübungen oder Spaziergänge in Ihre Routine Ich verstehe aufzunehmen. jetzt, wie wichtig Pausen sind. Ich plane regelmäßig kurze Pausen ein, um neue Energie zu tanken und mich nicht überfordert zu fühlen. Gibt es bestimmte Zeitmanagement-Techniken, die du empfiehlst? Eine effektive Technik ist die Pomodoro-Technik. Dabei wird über einen konzentrierten Zeitraum von 25 Minuten gearbeitet, gefolgt von einer 5-minütigen Pause. Machen Sie nach 4 Zyklen eine längere Pause. Es hilft, den Fokus und die Produktivität aufrechtzuerhalten. Die Pomodoro-Technik klingt interessant. Ich werde es ausprobieren und sehen, wie es meine Produktivität verbessert. Vielen Dank, dass Sie diese wertvollen Tipps geteilt haben. Du bist willkommen. Ich freue mich, dass du die Tipps hilfreich fandest. Denken Sie daran, bei Produktivität geht es vor allem darum, herauszufinden, was für Sie am besten funktioniert, und eine Routine zu erstellen, die Ihren Bedürfnissen Absolut. entspricht. Ich werde mit diesen Strategien experimentieren und meine eigene Produktivitätsroutine finden. Nochmals vielen Dank für Ihre Anleitung. Es war mir ein Vergnügen. Ich wünsche Ihnen mehr Produktivität und Erfolg bei Ihren Bemühungen. Ich danke dir. Hab einen produktiven Tag vor dir. Lektion 5: Musikalisch Ausdauer. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, ein Musikinstrument spielen zu lernen. Hast du irgendwelche Tipps für den Einstieg? Hallo John. Das ist eine großartige Idee. Ich schlage vor, mit einem Instrument zu beginnen, an dem Sie interessiert sind, und regelmäßig zu üben. Konsequenz ist der Schlüssel zum Erlernen neuer Fähigkeiten. Ich verstehe. Also, es geht nur um Ausdauer. Ich werde dafür sorgen, dass ich mir jeden Tag eine eigene Übungszeit nehme. Sollte ich mit einfachen Liedern beginnen? Unbedingt. Wenn Sie mit einfachen Songs beginnen, können Sie Ihr Selbstvertrauen stärken und Ihre Fähigkeiten schrittweise verbessern. Es ist wichtig, den Prozess zu genießen und sich nicht von Herausforderungen entmutigen zu lassen. Das ist ein gutes Argument. Ich werde nach anfängerfreundlichen Liedern suchen, um sie zu üben und dabei Spaß zu haben. Gibt es bestimmte Ressourcen oder Methoden, die du empfiehlst? Es gibt viele Online-Tutorials und Ressourcen für Anfänger. YouTube ist eine großartige Plattform, um Lehrvideos zu finden und in Ihrem eigenen Tempo zu lernen. Sie können auch in Betracht ziehen, Unterricht bei einem qualifizierten Lehrer zu nehmen. YouTube klingt nach einer bequemen Option. Ich werde die Tutorials erkunden und bei Bedarf einen geeigneten Lehrer finden. Gibt es noch etwas, das ich beachten sollte? Ja, hab Geduld mit dir selbst. Das Erlernen eines Musikinstruments erfordert Zeit und Mühe. Feiere deine Fortschritte, egal wie klein sie sind, und vergleiche dich nicht mit anderen. Jeder lernt in seinem eigenen Tempo. Ich werde daran denken, geduldig zu sein und mich auf meine eigenen Fortschritte zu konzentrieren. Es ist wichtig, mich nicht mit anderen zu vergleichen. Danke für den wertvollen Rat. Du bist willkommen. Denken Sie daran, dass das Erlernen eines Musikinstruments eine lohnende Reise ist.
Nehmen Sie die Herausforderungen an und genießen Sie den Prozess. Das werde ich. Ich freue mich darauf, diese musikalische Reise zu beginnen und zu sehen, wie weit ich gehen kann. Nochmals vielen Dank für Ihre Anleitung. Es ist mir ein Vergnügen. Ich wünsche Ihnen viel Freude und Erfolg bei Ihren musikalischen Bemühungen. Ich danke dir. Ich werde weiter üben und durchhalten. Hab einen wundervollen Tag. Lektion 6: Ausdauer und Muskeltonus aufbauen. Hallo Anna, ich trainiere regelmäßig und habe eine deutliche Verbesserung meiner Ausdauer und meines Muskeltonus festgestellt. Das ist unglaublich. Haben Sie in letzter Zeit Änderungen an Ihrer Fitnessroutine vorgenommen? Hallo John. Das ist toll zu hören. Ja, ich habe mehr Krafttrainingsübungen in meine Routine aufgenommen. Es hat mir geholfen, den Muskeltonus aufzubauen und meine Gesamtkraft zu steigern. Krafttraining klingt effektiv. Ich werde in Betracht ziehen, es auch zu meinen Trainingseinheiten hinzuzufügen. Gibt es spezielle Übungen, die du zum Aufbau des Muskeltonus empfiehlst? Zusammengesetzte Übungen wie Kniebeugen, Kreuzheben und Liegestütze eignen sich hervorragend, um mehrere Muskelgruppen anzusprechen und den allgemeinen Muskeltonus aufzubauen. Sie bieten auch ein großartiges Ganzkörpertraining. Ich werde diese Übungen auf jeden Fall ausprobieren. Es ist gut zu wissen, dass sie auf mehrere Muskelgruppen abzielen. Was ist mit der Verbesserung der Ausdauer? Irgendwelche Vorschläge dafür? Herz-Kreislauf-Übungen wie Laufen, Radfahren oder Schwimmen eignen sich hervorragend zur Verbesserung der Ausdauer. Hochintensives Intervalltraining, HIIT, kann auch zur Steigerung der Ausdauer wirksam sein. Ich laufe gerne, also werde ich damit weitermachen, um meine Ausdauer zu verbessern. Ich werde auch versuchen, HIIT-Workouts für eine zusätzliche Herausforderung zu integrieren. Gibt es noch etwas, das ich beachten sollte? Es ist wichtig, eine ausgewogene Ernährung zu haben, die genügend Nährstoffe liefert und Ihre Fitnessziele unterstützt. Bleiben Sie hydratisiert und stellen Sie sicher, dass Sie genügend Protein zu sich nehmen, um die Muskelregeneration und das Ich werde mehr auf Muskelwachstum zu meine Ernährung unterstützen. achten und sicherstellen, dass ich die notwendigen Nährstoffe bekomme. Flüssigkeitszufuhr und Proteinaufnahme sind entscheidende Faktoren, die es zu beachten gilt. Danke für die Erinnerung. Du bist willkommen. Denken Sie daran, dass Beständigkeit der Schlüssel zur Aufrechterhaltung von Ausdauer und Muskeltonus ist. Machen Sie weiter so und Sie werden weiterhin Fortschritte sehen. Absolut. Ich werde konsequent bleiben und mich weiter anstrengen. Nochmals vielen Dank für Ihren Rat und Ihre Ermutigung. Es ist mir ein Vergnügen. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg auf Ihrer Fitnessreise. Ich danke dir. Hab einen fantastischen Tag und mach auch weiter so. Lektion 7: Autokauf. Hallo Anna, ich plane eine Reise und brauche ein Auto. Haben Sie Vorschläge, nach welchem Autotyp ich suchen sollte? Hallo John. Das ist aufregend. Nach welchem Autotyp Sie suchen sollten, hängt von Ihren spezifischen Bedürfnissen ab. Suchen Sie etwas Kompaktes und sparsames Fahrzeug oder eine geräumigere und bequemere Variante? Ich glaube, ich brauche etwas Geräumiges, da ich mit einer Gruppe reisen werde. Komfort ist auch für lange Fahrten wichtig. Irgendwelche Empfehlungen für ein geräumiges und komfortables Auto? SUVs oder Minivans sind im Allgemeinen eine gute Wahl, wenn es um Geräumigkeit und Komfort geht.
Sie verfügen über ausreichend Sitz- und Laderaum und eignen sich daher ideal für Gruppenreisen. Sie können auch erwägen, eines zu mieten, wenn Sie es nicht langfristig Das klingt nach benötigen. einer guten Idee. Ich werde SUVs und Minivans erkunden und ihre Ausstattung und Mietoptionen vergleichen. Gibt es bestimmte Marken oder Modelle, die du empfiehlst? Zu den beliebten und zuverlässigen SUV-Marken gehören Toyota, Honda und Ford. Modelle wie der Toyota RAV4, der Honda CR-V und der Ford Explorer sind bekannt für ihre Geräumigkeit und ihren Komfort. Es ist ein guter Ausgangspunkt für Ihre Recherche. Ich werde mir diese Marken und Modelle notieren. Ich werde auch Bewertungen lesen und Preise vergleichen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Gibt es noch etwas, das ich beachten sollte? Zu den weiteren zu berücksichtigenden Faktoren gehören Kraftstoffeffizienz, Sicherheitsmerkmale und Wartungskosten. Es ist auch eine gute Idee, das Auto zu testen, bevor Sie eine endgültige Entscheidung treffen, um sicherzustellen, dass es Ihren Erwartungen entspricht. Ich werde diese Faktoren bei meinen Recherchen und Testfahrten berücksichtigen. Sicherheit und Kraftstoffeffizienz sind auf jeden Fall wichtige Überlegungen. Danke für den Rat. Du bist willkommen. Ich hoffe, du findest das perfekte Auto für deine Reise. Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie diese gerne stellen. Das weiß ich zu schätzen. Ich melde mich auf jeden Fall, wenn ich weitere Hilfe benötige. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe. Es ist mir ein Vergnügen. Viel Glück bei Ihrer Autosuche und eine fantastische Reise. Ich danke dir. Passt auf euch auf und habt einen schönen Tag. Lektion 8: Tierfreundliche Außenbereiche. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, meinen Hund in einige Außenbereiche mitzunehmen. Kennen Sie Orte, an denen Hunde willkommen sind und sich amüsieren können? Hallo John. Absolut. Es gibt viele tierfreundliche Außenbereiche, in denen Ihr Hund frische Luft genießen und Sport treiben kann. Haben Sie darüber nachgedacht, einen Hundepark zu besuchen? Hundeparks klingen nach einer großartigen Idee. Ich denke, mein Hund würde gerne Kontakte knüpfen und mit anderen Hunden spielen. Gibt es bestimmte Hundeparks, die du empfiehlst? Abhängig von Ihrem Standort gibt es möglicherweise mehrere Hundeparks in der Nähe. Eine Liste der hundefreundlichen Parks in Ihrer Nähe finden Sie am besten auf Ihrer Website für Parks und Freizeitaktivitäten in Ihrer Nähe. Das ist ein guter Vorschlag. Ich werde einige Nachforschungen anstellen und herausfinden, welche Hundeparks meinem Wohnort am nächsten liegen. Gibt es neben Hundeparks noch andere Außenbereiche, die tierfreundlich sind? Viele Wanderwege und Naturschutzgebiete erlauben Hunde an der Leine. Es kann eine großartige Möglichkeit sein, die Natur zu erkunden und gleichzeitig Zeit mit Ihrem pelzigen Freund zu verbringen. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie alle geltenden Regeln oder Vorschriften befolgen. Das klingt fantastisch. Ich wandere gerne, daher wäre es ein wunderbares Erlebnis, meinen Hund mitzunehmen. Ich werde nach hundefreundlichen Wanderwegen in meiner Nähe suchen. Danke für den Vorschlag. Du bist willkommen. Ich bin sicher, Ihr Hund wird begeistert sein, mit Ihnen neue Wege zu erkunden. Denken Sie daran, Wasser und Müllbeutel mitzubringen, um auf den Wegen hinter Ihrem Haustier aufzuräumen. Absolut. Flüssigkeitszufuhr und Sauberkeit sind wichtige Faktoren, die es zu berücksichtigen gilt. Ich werde sicherstellen, dass ich das Nötigste einpacke. Irgendwelche anderen Tipps für den Besuch von Außenbereichen mit Hunden? Es ist immer eine gute Idee, zu überprüfen, ob es für die Außenbereiche, die Sie besuchen möchten,
bestimmte Regeln oder Einschränkungen gibt. Dies gewährleistet ein sicheres und angenehmes Erlebnis für Sie und Ihren Hund. Das werde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Sicherheit hat oberste Priorität. Danke für den hilfreichen Rat. Ich freue mich darauf, diese tierfreundlichen Außenbereiche zu erkunden. Du bist sehr willkommen. Viel Spaß beim Erkunden mit Ihrem pelzigen Freund. Genießen Sie die Natur. Ich danke dir. Passt auf euch auf und habt einen fantastischen Tag. Lektion 9: Hausdekoration am See. Hallo Anna, hast du einen Platz am See gekauft? Hallo John. Ja, das haben wir. Es ist ein wunderschönes Haus am See mit atemberaubender Aussicht. Das klingt unglaublich. Ich wollte schon immer einen Platz in der Nähe des Wassers haben. Wie planen Sie, Ihr Haus am See zu dekorieren? Wir möchten eine gemütliche und entspannte Atmosphäre schaffen, die die natürliche Umgebung ergänzt. Wir denken darüber nach, natürliche Materialien und Erdtöne in unser Dekor zu integrieren. Das ist eine tolle Idee. Natürliche Materialien wie Holz und Stein können dem Innenraum Wärme und einen Hauch von Natur verleihen. Haben Sie bestimmte Farbschemata in Betracht gezogen? Wir tendieren zu einer neutralen Farbpalette mit Blau- und Grüntönen, die die ruhige Seenumgebung widerspiegeln. Es sollte ein beruhigendes und heiteres Ambiente schaffen. Ich liebe die Idee, Blau und Grün zu integrieren. Es wird auf jeden Fall die Verbindung zum See verbessern. Wie wäre es mit Möbeln und Accessoires? Wir entscheiden uns für komfortable Möbel mit einem Fokus auf Haltbarkeit und Funktionalität. Wir möchten sicherstellen, dass es sowohl zum Entspannen als auch zur Unterhaltung von Gästen geeignet ist. Bei den Accessoires ziehen wir von der Natur inspirierte Elemente wie botanische Drucke und gewebte Texturen in Betracht. Das klingt nach einer perfekten Mischung aus Komfort und Stil. Von der Natur inspirierte Accessoires bringen die Natur nach drinnen und schaffen eine harmonische Umgebung. Haben Sie über bestimmte Themen oder Motive nachgedacht? Wir denken über ein nautisches Thema nach, um die Lage am See zu feiern. Es könnte Elemente wie Seile, Anker und Muscheln beinhalten. Wir wollen es jedoch subtil halten und das Gesamtdesign nicht überfordern. Ein nautisches Thema klingt herrlich. Es wird Ihrem Haus am See einen Hauch von Küstencharme verleihen. Ich bin mir sicher, dass es eine einzigartige und einladende Atmosphäre schaffen wird. Irgendwelche Pläne für Außenbereiche? Unbedingt. Wir planen eine gemütliche Sitzecke auf der Terrasse mit Blick auf den See. Es wird ein perfekter Ort sein, um sich zu entspannen und die atemberaubende Aussicht zu genießen. Das klingt nach einem idyllischen Ort, um sich zu entspannen und die Schönheit des Sees zu genießen. Ich kann mir vorstellen, Abende dort zu verbringen und die Ruhe zu genießen. Haben Sie spezielle Ideen für die Dekoration von Außenbereichen? Wir erwägen, Elemente wie Teppiche für den Außenbereich, gemütliche Kissen und sanfte Beleuchtung zu integrieren, um den Außenbereich einladend und gemütlich zu gestalten. Wir möchten auch einige Topfpflanzen und Blumen haben, um einen Hauch von Farbe und Frische zu verleihen. Teppiche, Kissen und sanfte Beleuchtung sorgen für ein einladendes und komfortables Ambiente im Freien. Die Hinzufügung von Pflanzen und Blumen sorgt für eine lebendige und erfrischende Note. Es klingt perfekt. Ich danke dir. Wir freuen uns sehr über den gesamten Prozess der Dekoration unseres Hauses am See.
Wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie alles zusammenkommt. Ich kann mir die Vorfreude vorstellen. Ich bin mir sicher, dass Ihr Haus am See eine wahre Oase sein wird. Viel Glück beim Dekorationsprozess. Ich danke dir vielmals. Ich schätze deine freundlichen Worte. Ich werde sicherstellen, dass ich einige Bilder teile, sobald alles fertig ist. Ich würde gerne das Endergebnis sehen. Passen Sie auf sich auf und genießen Sie jeden Moment der Gestaltung Ihres Rückzugs am See. Lektion 10: Pläne für das Mittagessen. Hallo Anna, triffst du dich heute mit deiner Freundin zum Mittagessen? Hallo John. Ja, ich habe vor, einen Freund zum Mittagessen zu treffen. Wir probieren ein neues Restaurant in der Stadt aus. Das klingt aufregend. Es macht immer Spaß, neue Restaurants auszuprobieren. In welches Restaurant gehst du? Es ist ein trendiges Bistro namens The Taste Palette. Sie haben eine abwechslungsreiche Speisekarte mit lokalen und internationalen Gerichten. The Taste Palette klingt faszinierend. Ich habe großartige Dinge über ihr Essen gehört. Auf welche Art von Küche sind Sie spezialisiert? Sie bieten eine große Auswahl an Optionen, von mediterranen Gerichten bis hin zu asiatischen Fusionsküchen. Es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Das ist wunderbar. Es ist immer schön, eine Vielzahl von Möglichkeiten zu haben. Haben Sie ein bestimmtes Gericht im Sinn, das Sie probieren möchten? Ich habe gehört, dass Ihre Fischgerichte ausgezeichnet sind, also würde ich mich vielleicht für einen gegrillten Lachs mit gebratenem Gemüse entscheiden. Das klingt köstlich. Gegrillter Lachs mit gebratenem Gemüse klingt nach einer gesunden und geschmackvollen Wahl. Ich bin mir sicher, dass es eine herrliche Kombination sein wird. Wirst du irgendwelche Vorspeisen oder Desserts probieren? Ich habe vor, mit einem erfrischenden Salat als Vorspeise zu beginnen, und zum Nachtisch habe ich gehört, dass Ihr Schokoladenlavakuchen ein Muss ist. Ich kann Schokolade nicht widerstehen. Ein Salat als Vorspeise ist eine gute Art, eine Mahlzeit zu beginnen. Und wer kann einem dekadenten Schokoladenlavakuchen widerstehen? Es ist der perfekte Abschluss eines sättigenden Mittagessens. Unbedingt. Darauf freue ich mich schon. Es wird ein unvergessliches kulinarisches Erlebnis sein. Hast du irgendwelche Pläne für das Mittagessen gemacht? Noch nicht. Ich entscheide immer noch, ob ich ausgehen oder ein hausgemachtes Mittagessen einpacken soll. Ich koche gerne, daher ist es immer eine schwierige Entscheidung. Hausgemachte Mittagessen können genauso lecker und sättigend sein. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, mit verschiedenen Rezepten und Geschmacksrichtungen zu experimentieren. Du hast recht. Ich genieße die Kreativität, die mit dem Kochen einhergeht. Vielleicht bereite ich ein schmackhaftes Nudelgericht oder ein herzhaftes Sandwich zu. Beide Optionen klingen fantastisch. Wofür du dich auch entscheidest, ich bin mir sicher, es wird köstlich sein. Hausgemachte Mahlzeiten haben einen besonderen Hauch von Liebe und Fürsorge. Ich danke dir. Danke für deine freundlichen Worte. Es ist immer schön, sich Mühe zu geben, eine Mahlzeit zuzubereiten. Genieße dein Mittagessen mit deinem Freund. Lektion 11: Gartenarbeit. Hallo Anna, erfordert Gartenarbeit viel Zeit und Mühe? Hallo John. Das hängt von der Größe ab, aber selbst ein kleiner Garten kann etwas Hingabe und Mühe erfordern. Ich verstehe.
Ich wollte schon immer einen kleinen Garten anlegen, aber der Zeitaufwand macht mir Sorgen. Was sind deine Gedanken? Das Anlegen eines Gartens kann eine lohnende Erfahrung sein, und der Zeitaufwand kann je nach den von Ihnen ausgewählten Pflanzen und dem von Ihnen bevorzugten Pflegeaufwand variieren. Das ist gut zu wissen. Welche pflegeleichten Pflanzen wären für einen Anfänger wie mich geeignet? Anfängern empfehle ich, mit widerstandsfähigen Pflanzen wie Sukkulenten oder Kräutern wie Basilikum und Minze zu beginnen. Sie benötigen weniger Aufmerksamkeit und können unter verschiedenen Bedingungen gedeihen. Sukkulenten und Kräuter klingen nach einem guten Ausgangspunkt. Ich mag die Idee, meine eigenen Kräuter zum Kochen anzubauen. Gibt es spezielle Tipps für die Pflege eines kleinen Gartens? Unbedingt. Ein wichtiger Tipp ist, für eine richtige Bewässerung zu sorgen. Über- oder Unterbewässerung kann sich nachteilig auf die Pflanzen auswirken. Es ist auch wichtig, für ausreichend Sonnenlicht und regelmäßige Düngung zu sorgen. Ich werde diese Tipps im Hinterkopf behalten. Richtige Bewässerung und Sonneneinstrahlung sind Schlüsselfaktoren für ein gesundes Pflanzenwachstum. Was ist mit Schädlingen und Krankheiten? Ist das eine häufige Herausforderung bei der Gartenarbeit? Ja, Schädlinge und Krankheiten können eine Herausforderung sein, aber es gibt vorbeugende Maßnahmen, die Sie ergreifen können. Untersuchen Sie Ihre Pflanzen regelmäßig auf Anzeichen von Schädlingen oder Krankheiten und beheben Sie das Problem umgehend mit biologischen Schädlingsbekämpfungsmethoden oder geeigneten Behandlungen. Methoden der biologischen Schädlingsbekämpfung klingen nach einem sicheren und umweltfreundlichen Ansatz. Es ist gut zu wissen, dass es Möglichkeiten gibt, die Pflanzen auf natürliche Weise zu schützen. Hat Gartenarbeit neben der Freude am Pflanzenanbau noch weitere Vorteile? Unbedingt. Gartenarbeit hat zahlreiche Vorteile. Es kann ein großartiger Stressabbau sein und eine Möglichkeit sein, sich mit der Natur zu verbinden. Es bietet auch Möglichkeiten zur körperlichen Aktivität und kann die allgemeine Ästhetik Ihrer Umgebung verbessern. Ich kann mir vorstellen, dass Gartenarbeit eine therapeutische Aktivität sein kann. Die Verbindung zur Natur und körperliche Aktivität sind wichtig für das allgemeine Wohlbefinden. Gibt es Ressourcen oder Bücher, die du Anfängern empfehlen würdest? Anfängern stehen viele Ressourcen zur Verfügung. Zu den beliebten Gartenbüchern für Anfänger gehören The Well-Tempered Garden von Christopher Lloyd und Rodales Basic Organic Gardening von Deborah L. Martin. Sie bieten wertvolle Einblicke und praktische Tipps. Danke für die Empfehlungen. Ich werde mir diese Bücher ansehen. Es ist immer hilfreich, zuverlässige Ressourcen zu haben, wenn Sie ein neues Hobby beginnen. Ich schätze Ihre Anleitung. Du bist willkommen. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Gärtnern kann ein wunderbares Hobby sein, und ich bin sicher, Sie werden es genießen. Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie diese gerne stellen. Ich danke dir. Ich melde mich auf jeden Fall, wenn ich weitere Fragen habe. Ich freue mich darauf, meine Gartenreise anzutreten. Hab einen schönen Tag. Du auch. Ich wünsche Ihnen ein fruchtbares und angenehmes Gartenerlebnis. Passt auf euch auf. Ich danke dir. Passt auf euch auf und habt einen schönen Tag. Lektion 12: Stressmanagement. Hallo Anna, die Arbeit hat mich in letzter Zeit gestresst. Irgendwelche Tipps zum Umgang mit Stress? Hallo John. Ich verstehe, wie überwältigend die Arbeit manchmal sein kann. Eine Technik, die mir hilft, ist tief durchzuatmen und zu versuchen, Aufgaben zu priorisieren.
Tiefes Durchatmen und Priorisieren von Aufgaben klingen nach effektiven Strategien. Wie genau helfen tiefe Atemzüge bei der Stressbewältigung? Tiefe Atemübungen helfen dabei, die Entspannungsreaktion des Körpers zu aktivieren, Stresshormone zu reduzieren und ein Gefühl der Ruhe zu fördern. Es ist eine einfache, aber leistungsstarke Technik. Das ist faszinierend. Mir war nicht bewusst, dass tiefes Atmen einen so signifikanten Einfluss auf das Stressniveau hat. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Gibt es noch andere Techniken, die du empfiehlst? Unbedingt. Eine andere Technik besteht darin, Ihre Aufgaben zu priorisieren. Teilen Sie sie in kleinere, überschaubare Schritte auf und konzentrieren Sie sich jeweils auf eine Aufgabe. Das kann dir helfen, dich besser organisiert zu fühlen und die Kontrolle zu behalten. Es ist sinnvoll, Aufgaben in kleinere Schritte zu unterteilen und sich jeweils auf einen zu konzentrieren. Es ist leicht, sich überfordert zu fühlen, wenn sich alles stapelt. Ich werde diesen Ansatz in meinen Arbeitsalltag integrieren. Gibt es bestimmte Zeitmanagement-Techniken, die Sie hilfreich finden? Zeitmanagement ist entscheidend für das Stressmanagement. Eine Technik, die ich hilfreich finde, ist die Pomodoro-Technik. Dabei wird in konzentrierten Intervallen von 25 Minuten gearbeitet, gefolgt von kurzen Pausen. Es hilft, die Produktivität aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Burnout zu Die vermeiden. Pomodoro-Technik klingt interessant. Die Arbeit in Intervalle mit Pausen dazwischen zu unterteilen, scheint eine großartige Möglichkeit zu sein, konzentriert zu bleiben und geistiger Erschöpfung vorzubeugen. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Wie wäre es mit Entspannungstechniken? Gibt es welche, die du empfiehlst? Entspannungstechniken können bei der Stressbewältigung von Vorteil sein. Zu den beliebtesten gehören Meditation, Yoga und das Hören beruhigender Musik. Finden Sie heraus, was bei Ihnen ankommt, und integrieren Sie es in Ihre Routine. Meditation, Yoga und beruhigende Musik klingen alle nach friedlichen Möglichkeiten, sich zu entspannen und Stress abzubauen. Ich werde diese Optionen erkunden und herausfinden, welche am besten zu mir passt. Danke für die Vorschläge. Du bist willkommen. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Denken Sie daran, herauszufinden, was für Sie funktioniert, ist entscheidend. Experimentieren Sie mit verschiedenen Techniken und wählen Sie aus, was Ihnen am meisten Entspannung und Das ist ein Erleichterung guter bringt. Rat. Es geht darum herauszufinden, was für mich persönlich funktioniert. Ich schätze Ihre Beratung. Gibt es noch etwas, das Sie zur Stressbewältigung empfehlen würden? Eine weitere Sache, die ich vorschlagen würde, ist Aktivitäten, die Ihnen außerhalb der Arbeit Spaß machen. Egal, ob es um Hobbys geht, Zeit mit geliebten Menschen zu verbringen oder Interessen nachzugehen, Dinge zu tun, die Sie lieben, kann dazu beitragen, Stress abzubauen und Ihrem Leben Freude zu bereiten. Das ist eine fantastische Erinnerung. Es ist wichtig, Zeit für Aktivitäten zu finden, die Glück und Erfüllung bringen. Ich werde sicherstellen, dass ich meinen Hobbys Priorität einräume und Zeit mit meinen Lieben verbringe. Danke für die Erinnerung. Du bist willkommen. Es ist wichtig, eine gesunde Work-Life-Balance aufrechtzuerhalten. Ich freue mich, dass ich einige Erinnerungen geben konnte. Denken Sie daran, dass Sie beim Umgang mit Stress nicht allein sind. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie positiv. Ich danke dir. Deine Unterstützung bedeutet mir viel. Ich werde auf mich selbst aufpassen und positiv bleiben. Hab einen wundervollen Tag. Lektion 13: Expansion nach Übersee. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, ins Ausland zu expandieren, um unseren Umsatz zu steigern. Was denkst du? Hallo John. Die Expansion ins Ausland kann eine großartige Wachstumschance sein.
Es eröffnet neue Märkte und ermöglicht es, einen größeren Kundenstamm zu erreichen. Haben Sie bestimmte Länder in Betracht gezogen? Ich habe einige Nachforschungen angestellt und ich denke, Länder in Südostasien könnten gut passen. Ihre Volkswirtschaften wachsen schnell und es besteht das Potenzial für eine erhöhte Nachfrage nach unseren Produkten. Südostasien klingt vielversprechend. Es ist eine Region mit einer wachsenden Mittelschicht und steigenden Konsumausgaben. Haben Sie über die Herausforderungen nachgedacht, vor denen wir stehen könnten, wenn wir ins Ausland expandieren? Ja, ich bin mir bewusst, dass es Herausforderungen geben wird. Sprachliche und kulturelle Unterschiede, gesetzliche Anforderungen und Logistik sind einige der wichtigsten Bereiche, die wir berücksichtigen müssen. Haben Sie Tipps, wie Sie mit diesen Herausforderungen umgehen können? Unbedingt. Es ist wichtig, gründliche Marktforschungen durchzuführen und die lokale Kultur, Sprache und Geschäftspraktiken zu verstehen. Der Aufbau von Beziehungen zu lokalen Partnern und die Einstellung lokaler Talente können ebenfalls dazu beitragen, diese Herausforderungen zu bewältigen. Der Aufbau von Beziehungen zu lokalen Partnern und die Einstellung lokaler Talente sind sehr sinnvoll. Sie können wertvolle Einblicke liefern und uns helfen, uns in der lokalen Geschäftslandschaft zurechtzufinden. Wie wäre es mit dem finanziellen Aspekt? Haben Sie Empfehlungen zur Verwaltung der Finanzen bei einer Expansion ins Ausland? Wenn Sie ins Ausland expandieren, ist es wichtig, einen klaren Finanzplan zu haben. Berücksichtigen Sie Faktoren wie Wechselkurse, Steuervorschriften und den Aufbau lokaler Bankbeziehungen. Die Zusammenarbeit mit Finanzberatern, die sich auf internationale Geschäfte spezialisiert haben, kann von Vorteil sein. Die Erstellung eines klaren Finanzplans und die Zusammenarbeit mit Finanzberatern, die auf internationale Geschäfte spezialisiert sind, klingen nach klugen Schachzügen. Es ist wichtig, eine solide Grundlage zu haben, um die Finanzen effektiv zu verwalten. Gibt es potenzielle Vorteile, die wir bei einer Expansion ins Ausland in Betracht Eine ziehen sollten? Expansion ins Ausland kann mehrere Vorteile mit sich bringen. Sie kann nicht nur den Umsatz steigern, sondern auch zu einer Diversifizierung der Märkte, einer geringeren Abhängigkeit von einem Binnenmarkt und dem Zugang zu neuen Technologien und Innovationen führen. Es kann auch die globale Präsenz unserer Marke verbessern. Die Diversifizierung der Märkte, die Verringerung der Abhängigkeit und der Zugang zu neuen Technologien sind überzeugende Vorteile. Die Expansion ins Ausland scheint ein strategischer Schritt für unser Unternehmen zu sein. Wie steht es mit dem operativen Aspekt? Gibt es Empfehlungen zur Betriebsführung bei internationaler Expansion? Die Verwaltung der Geschäftstätigkeit bei einer internationalen Expansion erfordert eine sorgfältige Planung. Dazu gehören der Aufbau effizienter Lieferketten, die Anpassung an lokale Vorschriften und die Sicherstellung einer effektiven Kommunikation zwischen der Zentrale und den Niederlassungen im Ausland. Es ist wichtig, über einen starken operativen Rahmen zu verfügen. Effiziente Lieferketten, Anpassung an lokale Vorschriften und effektive Kommunikation sind wichtige Überlegungen für das Betriebsmanagement. Ich werde sicherstellen, dass diese Aspekte bei der Expansion ins Ausland Vorrang haben. Danke für die Anleitung. Du bist willkommen. Ich freue mich, dass ich einige Einblicke geben konnte. Die Expansion ins Ausland kann eine herausfordernde, aber lohnende Reise sein. Wenn Sie weitere Fragen haben oder weitere Hilfe benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden. Ich danke dir. Danke für deine Unterstützung. Ich werde mich auf jeden Fall melden, wenn ich mehr Beratung benötige. Auf eine erfolgreiche Expansion nach Übersee. Unbedingt. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Expansion nach Übersee. Prost darauf. Ich danke dir. Prost auf neue Möglichkeiten und Wachstum. Hab einen fantastischen Tag. Lektion 14.
Entspannung am Wochenende. Hallo Anna, was machst du normalerweise am Wochenende? Ich entspanne mich gerne zu Hause und schaue Filme. Hallo John. Am Wochenende genieße ich eine Mischung aus Entspannung und Aktivitäten. Ich fange oft damit an, den Schlaf nachzuholen und gehe dann Hobbys wie Lesen oder Spazierengehen nach. Wie steht's mit dir? Oh, das klingt nett. Normalerweise bevorzuge ich ein gemütliches Wochenende zu Hause. Ich finde es entspannend, mich zu entspannen und Filme zu schauen. Es hilft mir, neue Energie für die kommende Woche zu tanken. Filme schauen ist eine großartige Möglichkeit, sich zu entspannen und eine Auszeit zu genießen. Haben Sie Lieblingsfilmgenres oder Schauspieler? Ich bin ein Fan von Action- und Abenteuerfilmen. Ich genieße den Nervenkitzel und die Aufregung, die sie mit sich bringen. Was Schauspieler angeht, finde ich Tom Hanks und Scarlett Johansson ziemlich talentiert. Wie steht's mit dir? Irgendwelche Lieblingsgenres oder Schauspieler? Ich neige eher zu Dramen und Komödien. Sie rufen oft eine Reihe von Emotionen hervor und sorgen für eine gute Balance. Was die Schauspieler betrifft, so gehören Meryl Streep und Robert Downey Jr. zu meinen Favoriten. Hast du in letzter Zeit gute Filme gesehen? Ich habe kürzlich einen Science-Fiction-Film namens Interstellar gesehen. Es hatte eine fesselnde Handlung und eine atemberaubende Grafik. Ich kann es nur empfehlen. Wie steht's mit dir? Gibt es Filme, die du in letzter Zeit gesehen hast und die du empfehlen würdest? The Green Book ist ein Film, den ich kürzlich gesehen habe. Es ist eine herzerwärmende Geschichte über Freundschaft und die Überwindung von Vorurteilen. Ich fand es unglaublich bewegend und zum Nachdenken anregend. Was magst du am meisten daran, zu Hause Filme zu schauen? Eine Sache, die ich am Ansehen von Filmen zu Hause genieße, ist der Komfort und die Bequemlichkeit. Ich kann eine gemütliche Atmosphäre schaffen, Popcorn zubereiten und einen Filmabend verbringen, ohne das Haus zu verlassen. Es ist eine schöne Art, sich zu entspannen und abzuschalten. Haben Sie Rituale oder Snacks beim Ansehen von Filmen, denen Sie sich gerne Ich mache hingeben? gerne eine Tasse heiße Schokolade und kuschel mich mit einer kuscheligen Decke auf die Couch. Es erhöht den allgemeinen Komfort und verbessert das Filmerlebnis. Wie steht's mit dir? Hast du irgendwelche Lieblingssnacks oder Rituale, wenn du zu Hause Filme schaust? Oh, heiße Schokolade klingt herrlich. Normalerweise esse ich klassische Filmsnacks wie Popcorn oder Chips. Es ist ein einfaches Vergnügen, das zum Vergnügen des Films beiträgt. Hast du Empfehlungen für Filme, die ich zu meiner Watchlist hinzufügen sollte? Wenn Sie Dramen mögen, würde ich The Shawshank Redemption empfehlen. Es ist ein zeitloser Klassiker mit einer starken Handlung. Für Komödien ist The Grand Budapest Hotel ein reizvoller und skurriler Film. Ich bin sicher, du wirst sie genießen. Gibt es ein bestimmtes Genre oder einen bestimmten Film, den ich empfehlen soll? Danke für die Empfehlungen. Ich werde diese auf jeden Fall zu meiner Watchlist hinzufügen. Wenn Sie gute Vorschläge für Science-Fiction- oder Actionfilme haben, würde ich mich freuen, sie zu hören. Für Science Fiction ist Inception ein überwältigender Film, der Sie von Anfang bis Ende beschäftigt. Und wenn es um Action geht, ist Mad Max, Fury Road, eine adrenalingeladene Fahrt. Ich hoffe, sie gefallen euch. Inception und Mad Max, Fury Road klingen beide faszinierend. Ich werde sie mir auf jeden Fall ansehen. Danke für die Vorschläge. Es war toll, mit dir über Filme zu diskutieren. Du bist willkommen. Ich rede immer gerne über Filme. Es war ein lustiges Gespräch. Wenn Sie jemals weitere Filmempfehlungen wünschen oder andere Themen im Kopf haben, können Sie gerne nachfragen.
Ich danke dir. Das weiß ich zu schätzen. Ich melde mich auf jeden Fall, wenn ich weitere Empfehlungen benötige oder andere Themen zu besprechen habe. Hab einen fantastischen Tag. Lektion 15: Strandurlaub. Hallo Anna, ich habe von einem Strandurlaub geträumt. Das Geräusch der Wellen und der Sand unter meinen Füßen, das klingt perfekt. Sollen wir nach einer Unterkunft suchen? Hallo John. Ein Strandurlaub klingt unglaublich. Beginnen wir mit der Recherche nach einigen Unterkünften. Haben Sie bestimmte Strandziele im Sinn? Ich habe großartige Dinge über Bali gehört. Die Strände dort sind atemberaubend und es ist bekannt für seine lebendige Kultur. Was denkst du? Bali klingt nach einer fantastischen Wahl. Die Strände sind in der Tat wunderschön und es gibt viele Aktivitäten, die man genießen kann. Sollen wir nach Hotels suchen oder erwägen, eine Strandvilla zu mieten? Eine Strandvilla zu mieten klingt nach einer luxuriösen und entspannenden Option. Es würde Privatsphäre und direkten Zugang zum Strand bieten. Schauen wir uns einige Mietvillen an. Einverstanden. Die Anmietung einer Villa am Strand würde das Gesamterlebnis verbessern. Ich werde nach einigen Optionen suchen und deren Verfügbarkeit überprüfen. Nach wie vielen Schlafzimmern sollten wir suchen? Entscheiden wir uns für eine Villa mit mindestens 3 Schlafzimmern. Auf diese Weise haben wir genug Platz für alle und können Freunde einladen, wenn sie sich uns anschließen möchten. Welche anderen Annehmlichkeiten sollten wir in Betracht ziehen? Es wäre toll, wenn die Villa über einen privaten Pool, eine voll ausgestattete Küche und Sitzbereiche im Freien verfügt, um den Strandblick zu genießen. Diese werde ich bei der Suche im Hinterkopf behalten. Irgendwelche anderen spezifischen Präferenzen? Ein Grillplatz wäre eine nette Ergänzung zum Kochen und Essen im Freien. Es wäre auch praktisch, wenn die Villa Strandausrüstung wie Sonnenschirme und Liegestühle bietet. Gibt es noch etwas, das wir in Betracht ziehen sollten? Guter Punkt. Ich werde auf jeden Fall nach Villen mit Grillplatz und Strandausrüstung suchen. Darüber hinaus sollten wir die Nähe des Standorts zu nahegelegenen Sehenswürdigkeiten und Restaurants berücksichtigen. Auf diese Weise haben wir Möglichkeiten, die Gegend zu erkunden und auswärts zu essen. Gibt es bestimmte Aktivitäten, die du ausprobieren möchtest? Ich würde gerne Schnorcheln und Surfen ausprobieren. Bali ist bekannt für seine ausgezeichneten Tauchplätze und Surfbreaks. Die Ausübung von Wassersport würde die Reise noch aufregender machen. Haben Sie irgendwelche Aktivitäten im Sinn? Schnorcheln und Surfen sind beliebte Optionen auf Bali, und ich würde mich freuen, sie zu begleiten. Außerdem möchte ich die lokalen Märkte erkunden, kulturelle Stätten besuchen und vielleicht an einem Yogakurs teilnehmen. Es ist wichtig, ein gutes Gleichgewicht zwischen Entspannung und Erkundung zu finden. Wie lange sollten wir einplanen zu bleiben? Ich denke, eine Woche wäre eine gute Dauer für unseren Strandurlaub. Es würde genug Zeit bieten, um sich zu entspannen, zu erkunden und wirklich in den Strandlebensstil einzutauchen. Funktioniert das für dich? Eine Woche klingt perfekt. Es gibt uns ausreichend Zeit, um den Strand zu genießen, Aktivitäten zu unternehmen und die lokale Kultur zu erleben. Lassen Sie uns die Buchung der Villa abschließen und mit der Planung unserer Reiseroute beginnen. Ich freue mich. Unbedingt. Sobald wir die Villa gesichert haben, können wir mit der Planung der Einzelheiten unserer Reise beginnen. Es wird ein unvergesslicher Strandurlaub. Vielen Dank für Ihre Hilfe bei der Unterkunft. Du bist willkommen. Es ist mir eine Freude, Ihnen zu helfen. Ich kann unser Strandabenteuer kaum erwarten.
Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder andere Ideen haben, können Sie sich gerne an uns wenden. Lass uns diese Reise fantastisch machen. Ich danke dir. Danke für deine Unterstützung. Ich melde mich auf jeden Fall, wenn ich weitere Hilfe benötige oder weitere Ideen habe. Lassen Sie uns diese Reise zu einer unvergesslichen Reise machen. Hab einen fantastischen Tag. Lektion 16: Künstlerische Inspiration. Hallo Anna, ich lasse mich immer von verschiedenen Kunstformen inspirieren. Sie haben eine Art, Kreativität in mir zu wecken. Wie steht's mit dir? Hallo John. Künstlerischer Ausdruck ist wirklich inspirierend. Ich finde es faszinierend, wie Kunst Emotionen vermitteln und Geschichten erzählen kann. Gibt es bestimmte Kunstformen, die dich faszinieren? Ich fühle mich besonders zu Gemälden hingezogen. Durch die Verwendung von Farben, Texturen und Pinselstrichen entsteht eine Bildsprache, die mich anspricht. Wie steht's mit dir? Gibt es Kunstformen, die bei dir Anklang finden? Ich schätze verschiedene Kunstformen, aber ich mag die Fotografie besonders. Das Festhalten von Momenten und das Erzählen von Geschichten durch Bilder ist eine wirkungsvolle Methode, um Emotionen und Perspektiven zu vermitteln. Haben Sie in letzter Zeit Kunstgalerien oder Ausstellungen besucht? Ich habe kürzlich eine Galerie für zeitgenössische Kunst in der Innenstadt besucht. Es war eine zum Nachdenken anregende Erfahrung. Die Kunstwerke haben meine Wahrnehmung herausgefordert und interessante Gespräche ausgelöst. Wie steht's mit dir? Warst du in letzter Zeit auf Kunstausstellungen? Ich habe eine Fotoausstellung besucht, in der Natur- und Tierfotografie gezeigt wurden. Die Bilder waren atemberaubend und sie ließen mich die Schönheit unserer natürlichen Welt noch mehr schätzen. Hast du irgendwelche Lieblingskünstler oder Fotografen? Einer meiner Lieblingsmaler ist Vincent van Gogh. Seine Verwendung lebendiger Farben und kräftiger Pinselstriche erzeugt in seinen Arbeiten ein Gefühl von Bewegung und Emotionen. Wie steht's mit dir? Hast du irgendwelche Lieblingskünstler oder Fotografen? Ich bewundere die Werke von Frida Kahlo. Ihre Selbstporträts sind zutiefst persönlich und spiegeln ihre Erfahrungen und Gefühle wider. Was die Fotografen betrifft, so finde ich die Arbeiten von Ansel Adams und Annie Leibovitz unglaublich faszinierend. Beschäftigst du dich mit künstlerischen Hobbys? Ich skizziere und male gerne als Hobby. Es ermöglicht mir, meiner Kreativität Ausdruck zu verleihen und mich zu entspannen. Manchmal besuche ich sogar lokale Kunstkurse, um neue Techniken zu lernen. Wie steht's mit dir? Hast du irgendwelche künstlerischen Hobbys? Ich beschäftige mich mit Fotografie als Hobby. Ich liebe es, Momente festzuhalten und mit verschiedenen Blickwinkeln und Kompositionen zu experimentieren. Es ist eine Möglichkeit für mich, die Welt durch eine kreative Linse zu erkunden. Gibt es Kunstformen, die du gerne weiter erkunden Ich würde würdest? gerne Bildhauerei erkunden. Die Idee, Materialien zu dreidimensionalen Formen zu formen und zu formen, fasziniert mich. Es wäre eine neue und spannende Herausforderung. Gibt es eine Kunstform, auf die Sie neugierig waren, sie auszuprobieren? Ich war schon immer neugierig auf Keramik. Der Prozess, mit Ton zu arbeiten und funktionale oder dekorative Objekte herzustellen, ist faszinierend. Es wäre eine praktische und taktile Kunstform, die es zu erkunden gilt. Was inspiriert dich am meisten, wenn es um Kunst geht? Die Natur inspiriert mich oft am meisten. Die Farben, Muster und die Schönheit der Natur sind eine ständige Inspirationsquelle. Wie steht's mit dir? Was inspiriert deine künstlerischen Bemühungen? Inspiration finde ich im Alltag. Menschen, Emotionen und die subtilen Details, die oft unbemerkt bleiben,
können meine Kreativität beflügeln. Es geht darum, Schönheit im Gewöhnlichen zu finden. Hast du irgendwelche Zukunftspläne, um mehr Kunst zu entdecken? Ich habe vor, mehr Kunstausstellungen zu besuchen, verschiedene Kunststile zu erkunden und meine Malkünste weiter zu verbessern. Es ist eine Reise des Selbstausdrucks und der Entdeckung. Wie steht's mit dir? Gibt es Pläne für die Zukunft, deine künstlerischen Interessen weiter zu erforschen? Ich möchte mit verschiedenen Genres und Techniken der Fotografie experimentieren. Ich plane auch, an Workshops teilzunehmen und mich mit anderen Fotografen auszutauschen, um zu lernen und zu wachsen. Es ist ein fortlaufender Prozess der künstlerischen Entwicklung. Es ist wunderbar, das zu hören. Künstlerische Reisen entwickeln sich ständig weiter und bieten endlose Möglichkeiten. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Erkundungen. Ich danke dir. Ebenso wünsche ich Ihnen alles Gute für Ihre künstlerischen Bemühungen. Kreieren Sie weiter und lassen Sie sich von der Welt um Sie herum inspirieren. Hab einen fantastischen Tag. Ich danke dir. Danke für deine freundlichen Worte. Gehen Sie auch weiterhin Ihren künstlerischen Leidenschaften nach. Hab einen schönen Tag. Lektion 17. Auffälliger Werbespot. Hallo Anna, was hältst du von dem neuen Werbespot? Ich fand ihn ziemlich auffällig und innovativ. Hallo John. Ich stimme zu, der neue Werbespot hat definitiv meine Aufmerksamkeit erregt. Die Grafik und das Geschichtenerzählen waren beeindruckend. Was ist dir besonders aufgefallen? Die Verwendung lebendiger Farben und die kreative Kinematografie waren beeindruckend. Es schuf ein visuell ansprechendes Erlebnis, das mich beschäftigte. Haben Sie bestimmte Elemente bemerkt, die Ihnen aufgefallen sind? Unbedingt. Die Musikauswahl war perfekt. Es verlieh dem Werbespot eine energische und optimistische Atmosphäre und machte ihn noch einprägsamer. Fanden Sie es leicht, der Handlung zu folgen? Ja, die Handlung war klar und leicht zu verstehen. Es vermittelte effektiv die Botschaft des beworbenen Produkts oder der beworbenen Dienstleistung. Hast du dich genauso gefühlt? Ich stimme zu, die Handlung war gut gemacht. Es hat die Vorteile und Funktionen des Produkts effektiv und auf ansprechende Weise vermittelt. Hat der Werbespot Sie neugierig gemacht, mehr über das Produkt zu erfahren? Es hat definitiv meine Neugier geweckt. Aufgrund des Werbespots wollte ich mehr über das Produkt erfahren und wie es mir zugutekommen könnte. Hast du dich auch fasziniert gefühlt? Unbedingt. Der Werbespot weckte Vorfreude und weckte in mir den Wunsch, das Produkt weiter zu erkunden. Es hat erfolgreich ein Gefühl von Intrigen und Interesse geweckt. Fanden Sie den Werbespot einprägsam? Ja, der Werbespot war sehr einprägsam. Die einzigartige Grafik und das fesselnde Geschichtenerzählen heben ihn von anderen Werbespots ab. Es hinterließ einen bleibenden Eindruck. Hast du dich genauso gefühlt? Ich stimme vollkommen zu. Der Werbespot war einprägsam und hinterließ einen starken Eindruck. Es ist ein Beweis für die Fähigkeit des Kreativteams, Aufmerksamkeit zu erregen und Wirkung zu erzielen. Hast du den Werbespot mit jemand anderem besprochen? Ja, ich habe den Werbespot tatsächlich mit meinen Freunden und meiner Familie geteilt. Wir hatten eine lebhafte Diskussion über seine Kreativität und Effektivität. Hast du auch mit jemandem darüber gesprochen? Das ist großartig. Ich habe den Werbespot auch mit ein paar Freunden geteilt. Wir haben Gedanken und Meinungen über die künstlerischen Elemente und die Gesamtwirkung ausgetauscht.
Es löste interessante Gespräche aus. Hat der Werbespot Ihr Interesse an der Marke geweckt? Ja, es hat definitiv mein Interesse an der Marke geweckt. Der Werbespot zeigte die Kreativität und Innovation der Marke, was mich neugierig machte, ihre anderen Angebote zu erkunden. Hast du dich genauso gefühlt? Unbedingt. Der Werbespot spiegelte die Werte der Marke wider und erregte meine Aufmerksamkeit. Ich neige jetzt eher dazu, mehr über ihre Produkte und Dienstleistungen zu erfahren. Hat Sie der Werbespot in irgendeiner Weise inspiriert? Es hat mich kreativ inspiriert. Die visuelle Ästhetik und die Techniken des Geschichtenerzählens des Werbespots haben mich dazu gebracht, über neue Herangehensweisen an Projekte nachzudenken. Fandest du den Werbespot auch inspirierend? Ich fühlte mich auch inspiriert. Der innovative Ansatz des Werbespots ermutigte mich, über den Tellerrand hinauszuschauen und neue Ideen in meiner eigenen Arbeit zu entdecken. Es ist immer erfrischend, solche Kreativität zu sehen. Hattest du irgendwelche abschließenden Gedanken zum Werbespot? Insgesamt fand ich den Werbespot ein gelungenes und aufmerksamkeitsstarkes Werbestück. Die auffällige Grafik und das innovative Geschichtenerzählen machten ihn unvergesslich. Ich bin gespannt, was die Marke sonst noch zu bieten hat. Wie steht's mit dir? Ich teile die gleichen Gefühle. Der Werbespot war in Bezug auf Kreativität und Effektivität herausragend. Ich wollte mehr über die Marke und ihre Angebote erfahren. Es war ein großartiges Seherlebnis. In der Tat war es das. Die Wirkung und Kreativität des Werbespots machen ihn zu einem großartigen Beispiel, von dem andere lernen können. Danke, dass du mit mir darüber gesprochen hast. Du bist willkommen. Es war mir eine Freude, mit Ihnen über den Werbespot zu sprechen. Wenn Sie auf andere interessante Anzeigen oder kreative Arbeiten stoßen, können Sie diese gerne teilen. Lasst uns gemeinsam weiter forschen und lernen. Hab einen wundervollen Tag. Ich danke dir. Ich weiß deinen Enthusiasmus zu schätzen. Ich werde auf jeden Fall nach weiteren interessanten Arbeiten Ausschau halten, die ich teilen kann. Hab auch einen fantastischen Tag. Lektion 18: Unvergessliche Feste. Hallo Anna, hast du irgendwelche Lieblingserinnerungen von diesen Feierlichkeiten? Oh, so viele, aber ich glaube, die unvergesslichste war, als wir eine Überraschungsparty zum Abschluss meiner Schwester hatten. Hallo John. Absolut, Feste schaffen oft wundervolle Erinnerungen. Diese Überraschungsparty klingt aufregend. Kannst du mir mehr darüber erzählen? Sicher. Wir haben die Überraschungsparty wochenlang geplant. Wir haben das Haus mit Luftballons und Luftschlangen dekoriert und all unsere Freunde und Familie eingeladen. Als meine Schwester durch die Tür kam, riefen alle: Überraschung! Ihre Reaktion war von unschätzbarem Wert. Das klingt unglaublich. Ich kann mir die Freude und Aufregung im Raum vorstellen. Es ist immer herzerwärmend, die echte Überraschung und das Glück eines Menschen zu sehen. Hatten Sie noch andere unvergessliche Feierlichkeiten? Ja, eine weitere denkwürdige Feier war der 25. Hochzeitstag meiner Eltern. Wir haben eine große Party an einem wunderschönen Ort organisiert. Wir hatten eine Liveband, leckeres Essen und herzliche Reden. Es war eine Nacht voller Liebe und Lachen. Wow, eine Silberhochzeit ist definitiv ein Meilenstein, den es wert ist, gefeiert zu werden. Die große Party muss eine wunderschöne Hommage an die ewige Liebe deiner Eltern gewesen sein. Hatten Sie während der Feier besondere Momente? Unbedingt. Sie erneuerten ihr Gelübde während der Feier. Es war ein berührender Moment,
als sie vor all unseren Lieben ihr gegenseitiges Engagement bekräftigten. Es war kein Auge trocken im Zimmer. Das klingt unglaublich aussagekräftig. Es muss ein starker und emotionaler Moment für deine Eltern und alle Anwesenden gewesen sein. Feste wie diese bringen Menschen wirklich zusammen und schaffen bleibende Erinnerungen. Haben Sie noch andere Lieblingsfeiern? Ja, eine meiner Lieblingsfeiern war eine Überraschungsparty, die ich zum Geburtstag meines besten Freundes organisiert habe. Ich habe all unsere engen Freunde eingeladen und eine Reihe lustiger Aktivitäten und Spiele organisiert. Seine Reaktion zu sehen, als er den Raum voller geliebter Menschen betrat, war von unschätzbarem Wert. Das klingt nach einem Knaller. Überraschungspartys sind immer eine gute Möglichkeit, jemandem zu zeigen, wie viel er dir bedeutet. Das Überraschungselement verleiht der Feier eine zusätzliche Ebene der Aufregung und Freude. Hatte dein Freund einen Lieblingsmoment von der Party? Er liebte die Überraschung selbst, aber sein Lieblingsmoment war, als wir uns alle versammelten, um Happy Birthday zu singen und ihm ein personalisiertes Geschenk überreichten. Es war eine einfache Geste, aber sie bedeutete ihm viel. Das ist wunderbar. Oft sind es die herzlichen Gesten und persönlichen Berührungen, die Feste zu etwas ganz Besonderem machen. Es ist toll, dass du deinem Freund ein so unvergessliches Erlebnis bereiten konntest. Haben Sie an unvergesslichen Feierlichkeiten teilgenommen, die von anderen organisiert wurden? Ja, ich habe an einer Hochzeit teilgenommen, bei der das Paar alle während ihres Empfangs mit einem Flashmob-Tanz überraschte. Es war unerwartet und brachte so viel Freude in die Atmosphäre. Die Energie und der Enthusiasmus waren ansteckend. Das klingt nach einer fantastischen Idee. Ein Flashmob-Tanz ist eine einzigartige und kreative Art, alle einzubeziehen und die Feier noch unvergesslicher zu machen. Es muss eine unvergessliche Hochzeit für alle Beteiligten gewesen sein. Haben Sie jemals einen Meilenstein oder eine eigene Leistung gefeiert? Ja, ich habe gefeiert, als ich endlich meinen ersten Marathon beendet habe. Es war eine persönliche Leistung, die monatelanges Training und Engagement erforderte. Die Ziellinie zu überqueren und von meinen Freunden und meiner Familie begrüßt zu werden, war ein Moment, den ich nie vergessen werde. Das ist unglaublich. Einen Marathon zu laufen ist keine leichte Aufgabe, und ihn zu beenden ist eine enorme Leistung. Ihre harte Arbeit und Ausdauer mit Ihren Lieben zu feiern, muss die Erfahrung noch lohnender gemacht haben. Haben Sie irgendwelche abschließenden Gedanken zu Festen und unvergesslichen Momenten? Feste sind wichtig, weil sie Menschen zusammenbringen, freudige Erinnerungen schaffen und wichtige Meilensteine in unserem Leben markieren. Ob es sich um eine Überraschungsparty, eine Hochzeit oder persönliche Erfolge handelt, diese Momente werden zu wertvollen Erinnerungen, auf die wir glücklich zurückblicken können. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Feste ermöglichen es uns, die schönen Momente im Leben zu schätzen und zu schätzen. Sie erinnern uns an die Bedeutung von Liebe, Freundschaft und persönlichem Wachstum. Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam unvergessliche Momente schaffen und feiern. Absolut. Lassen Sie uns jede Gelegenheit nutzen, um die Meilensteine des Lebens zu feiern und bleibende Erinnerungen zu schaffen. Vielen Dank, dass Sie dieses Thema mit mir besprochen haben. Ich danke dir. Es war mir eine Freude, mit Ihnen über Feste und unvergessliche Momente zu sprechen. Mögen Sie in Zukunft noch viele weitere freudige Feste feiern. Ich danke dir. Ich wünsche dir das Gleiche. Passt auf euch auf und habt einen schönen Tag. Lektion 19: Flexibilität bei Zahlungen. Hallo Anna, ich habe mich gefragt, ob es möglich ist, die Leihgebühr später zu bezahlen. Ich habe gerade etwas knapp bei Kasse.
Hallo John. Ich verstehe deine Situation. Lassen Sie mich bei meinem Manager nachfragen, ob wir eine Vereinbarung für Sie treffen können. Das wäre toll. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Bitte lassen Sie es mich wissen, sobald Sie eine Antwort haben. Sicher. Ich spreche mit meinem Manager und melde mich so schnell wie möglich bei Ihnen. Gibt es in der Zwischenzeit ein bestimmtes Datum, bis zu dem Sie Ihrer Meinung nach die Zahlung leisten können? Idealerweise sollte ich innerhalb der nächsten Woche bezahlen können. Ich gehe davon aus, dass bis dahin etwas Geld eintreffen wird. Okay, ich notiere mir das. Es ist immer hilfreich, einen klaren Zeitplan für Zahlungen zu haben. Ich werde mein Bestes tun, um etwas für dich auszuarbeiten. Ich danke dir. Ich danke dir wirklich für dein Verständnis. Ich bin seit langem ein treuer Kunde und schätze die Dienstleistungen, die Ihr Unternehmen anbietet. Wir schätzen Ihre Schirmherrschaft und möchten Ihnen so gut wie möglich helfen. Unser Ziel ist es, die Kundenzufriedenheit sicherzustellen. Ich werde das betonen, wenn ich mit meinem Manager spreche. Das bedeutet mir sehr viel. Ich freue mich zu hören, dass Kundenzufriedenheit für Ihr Unternehmen Priorität hat. Dadurch fühle ich mich als Kunde geschätzt. Absolut. Wir bemühen uns, exzellenten Service zu bieten und positive Beziehungen zu unseren Kunden zu pflegen. Ich werde Ihr Feedback auch an meinen Manager weiterleiten. Ich danke dir. Ihre Hilfsbereitschaft und Ihr Engagement für Kundenzufriedenheit heben Ihr Unternehmen wirklich von anderen ab. Ich hoffe, wir können eine Lösung finden, die für beide Seiten funktioniert. Ich bin zuversichtlich, dass wir eine Lösung finden können. Wir verstehen, dass unerwartete finanzielle Situationen auftreten können, und wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Ich werde mein Bestes tun, um eine flexible Zahlungsvereinbarung auszuhandeln. Ich bin dankbar für deine Unterstützung. Es ist beruhigend zu wissen, dass Sie auf meiner Seite sind und bereit sind, während dieses vorübergehenden Rückschlags mit mir zusammenzuarbeiten. Es ist uns eine Freude, Ihnen weiterzuhelfen. Wir schätzen Ihr Geschäft und möchten eine positive Beziehung zu Ihnen pflegen. Ich werde Sie über den Fortschritt Ihrer Anfrage auf dem Laufenden halten. Nochmals vielen Dank. Ihre Professionalität und Ihr Einfühlungsvermögen sind wirklich lobenswert. Ich freue mich darauf, bald von Ihnen zu hören. Du bist sehr willkommen. Es ist mir eine Freude, Ihnen zu helfen. Ich werde Ihrer Anfrage Priorität einräumen und Sie so schnell wie möglich auf dem Laufenden halten. Ich weiß dein Engagement zu schätzen. Ihr außergewöhnlicher Kundenservice ist ein Beweis für die Werte Ihres Unternehmens. Ich freue mich, dass ich Sie um Hilfe gebeten habe. Danke für deine netten Worte. Es ist immer erfüllend, Kunden wie Ihnen zu helfen. Wir sind hier, um Sie auf jede erdenkliche Weise zu unterstützen. Ich melde mich bald bei dir. Ich werde gespannt auf Ihre Antwort warten. Nochmals vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Bereitschaft, meiner Situation Rechnung zu tragen. Du bist willkommen. Ich verstehe, wie wichtig Flexibilität und die Suche nach für beide Seiten vorteilhaften Lösungen sind. Wir werden unser Bestes tun, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Sprich bald mit dir. Ich danke dir. Passt auf euch auf und habt einen schönen Tag. Lektion 20: Einkaufsbummel am Morgen. Hallo Anna, ich gehe zum Supermarkt. Brauchst du irgendwas? Hallo John. Eigentlich ist das perfekt.
Ich brauche auch Eier und Milch zum Frühstück. Könntest du sie bitte für mich holen? Unbedingt. Betrachte es als erledigt. Gibt es eine bestimmte Marke von Eiern und Milch, die Sie bevorzugen? Jede Eiermarke reicht aus, aber ich bevorzuge Vollmilch. Danke für die Nachfrage. Vermerkt. Ich sorge dafür, dass ich Vollmilch für dich hole. Brauchst du sonst noch etwas aus dem Laden? Das ist vorerst alles. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Oh, warte. Kannst du dir auch einen Laib Brot holen, falls es frische gibt? Natürlich. Ich suche nach einem frischen Laib Brot, wenn ich dort bin. Steht noch etwas auf deiner Liste? Nein, das ist alles für heute. Ich werde sicherstellen, dass andere Artikel später wieder aufgefüllt werden. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Es ist mir ein Vergnügen. Ich helfe gerne weiter. Ich komme in Kürze mit deinen Einkäufen zurück. Nehmen Sie sich Zeit. Ich weiß deine Mühe zu schätzen. Hab einen angenehmen Ausflug in den Laden. Ich danke dir. Ich komme zurück, bevor du dich versiehst. Bis bald. Wir sehen uns bald. Mach's gut und viel Spaß beim Einkaufen. Ich bin zurück. Ich habe Eier, Milch und ein frisches Brot bekommen, genau wie du es verlangt hast. Das ist wunderbar. Danke, dass du dich um die Einkäufe gekümmert hast. Ich weiß deine Nachdenklichkeit zu schätzen. Du bist willkommen. Es war mir eine Freude, Ihnen zu helfen. Kann ich sonst noch mit etwas anderem helfen? Im Moment nicht. Du warst mir eine große Hilfe. Ich lasse es dich wissen, wenn ich noch etwas brauche. Hört sich gut an. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie etwas benötigen. Hab einen fantastischen Tag.